Morgen im Voss Hotel Nupa oder wie auch immer. So langsam gewöhne ich mich ja daran, dass man morgens aufsteht, aus dem Fenster guckt und es irgendwie schlechtes Wetter ist. Ja, immerhin haben wir besser geschlafen hier in dem Hotel, auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht. Bequemsten Betten der Welt, eigentlich ein ganz schönes Zimmer und trotzdem sehe ich aus, als hätte mich ein Pferd getreten. Naja, das ist das Leben. Heute haben wir Skafterfell auf dem Zettel, Jökulsárlón am Mittag und abends dann Stöcksnes oder wie auch immer. Ich mache mir keine Illusionen, dass wir die Einzigen sein werden, die da fotografieren. Das wird brutal voll sein. In der Tat ist es so, dass die meisten Autos hier am Parkplatz schon losgefahren sind, weil wir haben es jetzt ja schon 8. Wir werden aber noch frühstücken, uns ganz gemütlich angehen und dann geht's los. Das ist übrigens unser Hotel. Sieht aus wie ein Containerdorf. Ist es im Prinzip auch, aber es ist ehrlich gesagt gar nicht schlecht. Boah, ist alles weiß. Wenn man guckt, man sieht nichts. Weite Weiße. Naja, können auch nicht jeden Tag Glück haben. Okay. Hier sieht doch gut aus. Drüben, ne? Ja. Irgendwie ist nichts los hier. Pass auf, ich gehe mal davor zu dem Schild da und guck, was da steht. Na? Nee, es ist geschlossen. Also abgesehen davon, dass es schneit wie Hulle, steht da, dass es das geschlossen wegen Eis und Gefahr. Tja. Pass auf, wir fahren mal weiter auf der Straße und fahren schon mal nach Jökulsárlón und gucken. Weil ich meine, das ist nun wirklich dann an der Straße, da kannst du ja hin und auch sonst wird es schneien. Es ist zumindest hübsch anzugucken, wenn auch nicht zu fotografieren, werden wir dann sehen. Das ist die Eisbrocken-Geschichte. Ja. Okay. GoPro ist halt wasserfest. Die kann ich mitnehmen. Auf der anderen Seite hat das Wetter auch was Positives, weil außer uns ist jetzt hier irgendwie keiner mehr. Eigentlich ist das ja hier schwarzer Sand. Aber heute macht schon was her. Die Farbe hier. Oh oh. Das kann schnell schief gehen. Das wollen wir natürlich nicht. So, ich denke, Jannik und ich werden hier noch ein bisschen auf und ab laufen. Und dann gucken wir mal weiter, was die Zeit so bringt. Nicht so schlecht. Fotografisch gesehen war der Tag heute eine echte Niete. So, der Plan sieht vor, dass wir morgen nach Schweinesteksfoss fahren oder so ähnlich. Ne, Schweinesteksfoss. Und abends, wenn wir wollen, Stöcksnes nochmal machen. Wir haben uns auf die Wettervorhersage geguckt und für isländische Verhältnisse sieht man jetzt, dass
nicht. Ja, also es kann gut sein, dass wir einen schönen Morgen bekommen und einen schönen Tag bekommen. Deshalb sind wir gerade am Überlegen, ob wir unseren Plan jetzt gänzlich irgendwie über Bord schmeißen und morgen früh direkt zu Stocksness fahren und da beim Sonnenaufgang vielleicht schon ein paar schöne Bilder schießen. Das Wetter macht einem halt häufig einen Strich durch die Rechnung. Das Wichtige ist, dass man sich davon nicht so sehr entmutigen lässt. Ich meine, ist leicht gesagt, wir sind immer noch auf Island und selbst wenn es total schneit oder hagelt oder in Strömen regnet, was wir jetzt schon alles erlebt haben, ist es immer noch sehr, sehr schön. Nicht zum Fotografieren, aber zum Erleben und zum Rumfahren. Morgen würde ich mir dann doch ein bisschen Sonne wünschen, ein bisschen schönere Farben wünschen, denn die Location in Stocksness habe ich letztes Jahr schon gesehen und ist wirklich eindrucksvoll schön. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn das klappt. Drücken wir uns die Daumen, wir werden sehen. Und los geht's. Ich muss gestehen, ich war nicht unbedingt traurig, als heute Morgen um 5:30 Uhr der Wecker geklingelt hat und ich aus dem Fenster geguckt habe und gesehen habe, das Wetter ist schon wieder mies. Ich habe mich dann einfach wieder hingelegt und jetzt haben wir gut gefrühstückt, ein kleines bisschen mehr geschlafen und jetzt haben wir es irgendwie 9:30 Uhr oder so und wir sind jetzt auf dem Weg nach Stocksness. Wir haben unseren ursprünglichen Plan einmal mehr verworfen und schauen uns mal an, was Stocksness heute so zu bieten hat. So, da wären wir. Und mit wir meine ich mich. Ups, Gimbal gibt den Geist auf. Yannick hat sein Handy vergessen und ohne sein Handy kann er keine Drohne fliegen. Das heißt, er fährt jetzt zurück zum Hotel, holt das Handy, damit wir uns auch ein paar schöne Drohnenaufnahmen anschauen können. In der Zwischenzeit habe ich alle Zeit der Welt, um hier mich auszutoben. Ich bin nämlich der Einzige hier, was mich ein bisschen wundert, weil das ist eigentlich eine sehr, berühmt möchte ich nicht sagen, aber eine sehr beliebte Location irgendwie. Das letzte Mal war es hier irgendwie voll mit Menschen, voll mit Fotografen. Vielleicht liegt es an der Jahreszeit, vielleicht habe ich auch einfach nur Glück. Vielleicht kommen sie auch alle gleich noch. Wir werden sehen. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal ein paar Aufnahmen und gucke, was ich hier so rausholen kann. Was für ein Ausblick. Yannick ist zurück. Und mal schauen, was die Drohne so kann. Also Stocksness enttäuscht uns nicht. Wir sind mittlerweile nicht mehr allein, aber
man findet doch hier immer mal wieder einen Fleck, wo man so ein bisschen Ruhe hat. Ursprünglich haben wir gesagt, wir skippen Schweinesteak, Voss oder wie auch immer das heißt. Vielleicht fahren wir da jetzt trotzdem noch mal hin. Ich gucke gleich noch mal auf der Karte, wie weit das ist. Wenn es so, was nicht, innerhalb einer Stunde erreichbar ist, glaube ich, probieren wir das noch mal. Denn das Wetter ist ja mittlerweile echt ganz angenehm. Und vielleicht hat das ja auch noch was zu bieten oder vielleicht finden wir auf dem Weg irgendwas. Wir werden sehen. Heute auf jeden Fall ein Erfolg. Okay, ich glaube Stocksness haben wir jetzt wirklich zur Genüge abfotografiert. Wir haben uns jetzt entschieden, doch noch nach Schweinesteak Voss zu fahren. Schweinesteak Voss ist ein Wasserfall. Schweinesteak Voss ist ein Wasserfall und der ist direkt an der Straße. Für Leute wie mich, also faule Leute, ist das sehr angenehm. Und wenn das Wetter so hält, wie es jetzt gerade ist, könnte das nochmal was hergeben. Ich glaube, so langsam aber sicher treibe ich auch Jannik in den Wahnsinn, weil ich ihn irgendwie dazu zwinge, alle 5 Meter wieder anzuhalten. Aber mal ehrlich, wie cool ist das hier? Da muss man doch anhalten und Fotos machen. Ich mache hier mal einen Shot. Also ein auf Neudeutsch Learning ziehe ich aus dieser Reise. Der Weg ist das Ziel. Ja, ich weiß, oft bemühte Phrase, aber was bringt mir die Location-Planung, wenn ich an den ganzen schönen Szenen, so wie dieser hier, vorbeifahre? Den Fehler habe ich letztes Jahr auf jeden Fall gemacht. Ich war ja nur, glaube ich, 3 Tage oder so hier und habe mich wirklich störrisch an meine Routen- und Location-Planung gehalten. Und das ist falsch. Und das ist auch schade irgendwie, weil dann verpasst man schöne Sachen. Wenn man nicht alleine fährt, so wie ich dieses Mal, ist es natürlich von demjenigen, der mitkommt und warten muss, so wie Jannik jetzt, ganz schön viel abverlangt. Aber da muss ich sagen, toi toi toi, Jannik fotografiert ja selber sehr, sehr gut und ist da auf jeden Fall sehr geduldig. So, es ist jetzt gar nicht mehr so weit. Also es sind noch so 10, 15 Kilometer bis zu dem Wasserfall. Aber ich muss sagen, ich genieße es echt hier. Der Weg ist das Ziel. Eine sehr späte Erkenntnis. Vielleicht halten wir uns auf dem Rückweg ein bisschen stärker dran. Man hört ihn schon. Ja, und wie ich vorhin gesagt habe, wir sind zwar jetzt an der Location und das sieht von dem, was man bisher sehen kann, auch echt toll aus, aber das Wetter ist nicht optimal. Insofern schön, dass wir die Locations genutzt haben, die wir auf dem Weg gefunden haben und nicht irgendwie dran vorbeigefahren sind. Die Isländer haben uns hier für ihr Land noch einen guten Tipp dargelassen, den möchte ich euch noch zeigen. Hier darf man nicht hinscheißen. Das werden wir auch nicht machen. Das hatten wir eigentlich auch nicht geplant. Das ist ja widerlich. Gehen wir jetzt mal hin.
wir mal die Kamera, würde ich sagen. Ja, das war doch ganz nett. Das Licht ist zwar ziemlich flach jetzt gerade, aber naja, mal gucken. Da war bestimmt was dabei. So, und jetzt haben wir noch eine Stunde oder was zum Zurückfahren und morgen geht's dann weiter.